Hallo und herzlich willkommen zurück zu Casuality spielt EVE Online. Und hier ist Teil 3 der Inception-Aufnahme. Also wie meine frisch gebackene Pilotin das neue Inception-Tutorial angeht und auf besteht. Es klingt ja alles danach, als würde das Gesamte auf eine große Schlacht zulaufen. Wir sollen jetzt hier noch ein paar Gegenstände abholen, die unser großzügiger Flottenkommandant uns geschenkt hat. Und danach wird es vermutlich auch gleich ordentlich krachen. Also schauen wir doch mal, was in unserem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk drin ist. Damage Control, bessere Waffe, Status, ein neues Schiff, eine Fregatte und der Skill-Injektor. Select Item Hanger. There you will find your mini skill injector. Captain, double-click on your new mini skill injector and confirm the injection. 80.000 Punkte. This will give you unallocated skill points that you can use to progress your training. Dafür muss ein Alpha-Klon eine Weile stricken. Genau gesagt doppelt so lange wie jeder andere. Unallocated skill points. I suggest you search for Frigate and drag your Empire's Frigate skill into the training queue. When you've done that, find the Apply Skill Points button and click it. Your Frigate skill will have advanced a level. These skills will help you become better prepared for the upcoming battle. Okay, wir sollen also unseren Fregatten-Skill auf 3 hochpushen. Das kostet uns 12.925 von unseren 80.000 Skillpunkten. Das heißt, falls wir jetzt haben wir gleich beide gelernt. Das wollte ich jetzt nicht, aber... Anscheinend wird das hier verbraucht für alle, die in der Trainingsqueue sind, aber sind mit 67.000 Punkten noch genügend übrig, dass ich dann später mal für meine persönliche Entwicklung noch was übrig behalte. Da kann ich mit leben. Jetzt machen wir mal, was sie weiter gesagt hat. Ship Hangar. Ship. Das ist unsere Kapsel. Da drin... You should now right-click your new frigate and select Assemble Ship. This will finalize the last preparations and calibrate your vessel, so you can pilot it. Wenn man abgeschossen wird, kommt man in dieser Kapsel raus und hat noch eine Chance zu entkommen. Erst wenn man da drin abgeschossen wird, ist man auch wirklich tot. Und wacht dann in seinem nächsten Klon wieder auf. Right-click your new ship and select Make Active. Right-click your old corvette and select Repackage. This will remove the modules fitted to that ship and make it easier to transport in the future. It's now time to fit your new ship with modules. Open your inventory and go to Item Hanger. You will want to fit weapons, an afterburner, a stasis webifier, and your repair module. To fit, right-click on each of the modules and select Fit to Active Ship. You should then open your fitting window and ensure you have everything you need fitted to your ship. The fleet is at the gate, recruit. You know the objectives. Destroy the hive, remove the threat. With the Drifter incursion pushed back, the Federal Navy can get back to securing our borders and the freedom of travel for our people. We can't really lose more resources from establishing a proper military containment of the Caldari state. I must say that I'm hoping to learn more about the Drifters from this attack. It's vital to determine why they have been attacking us and removing all survivors. We have lost too many citizens. You should now undock and click on the location marker icon in the info panel, and then activate your autopilot. Oh komm, schon wieder Autopilot.
When you reach your destination, click on the next location marker in the info panel to travel to the site. Ja, diesmal machen wir es direkt und anscheinend akzeptieren sie das auch. Das wird man ja wahnsinnig. Auch das Modell kann sich durchaus sehen lassen. Da ist das Wappen hinten. Verändert sich sogar kurz vor dem Sprung. Mir so bewusst auch noch nicht aufgefallen. I cannot set a waypoint to the same location twice. Warp drive active. Das war jetzt über das Rechtsklickmenü. Also als hier oben auslösen, über den Rechtsklick oder über Linksklick und das Radialmenü. Viele Wege führen nach oben, vor allen Dingen Eve. So, nehmen wir mal das Radialmenü. Okay, die Fregatte kriegt Bonus für ihren eigenen Armor Repairer, 5% Bonus auf ihre Waffensysteme. Das ist alles pro Fregatten-Skill-Level. Gibt so ein bisschen Informationen. Kann sogar eine Drohne kontrollieren. Eine passt rein, aber jetzt keine. Bisschen Laderaum. Mobil. 31 Kilometer Targeting Range, das ist mehr als vorher. The spatial rift that will lead to the Drifter Hive. Our fleet just jumped in moments ago, so you'll be in good company. The best, in fact. And believe me, you are going to need it. When you're ready, you should approach the spatial rift and activate the gate using the radial menu. Also so ein Stargate habe ich noch nie gesehen. Das müssen die ja extra für dieses Tutorial gebaut haben. Sieht aus wie ein großes Steuerrad von einem Segelschiff oder von einem Schiff generell. Das ist anscheinend Drifter-Technologie. Funktioniert offenbar anders als die Jump Gates, die wir so kennen. Und ist verdammt groß. Na, ich gehe mal davon aus, wer auch immer die Mission programmiert hat, wird schon dafür gesorgt haben, dass man sie in so einem Schiffchen schaffen kann. Ich bedenke, was für eine Riesenmenge Feuerpower da durchgesprungen ist. Warp drive active. Boah. Sieht ein bisschen aus wie Star Wars hier. Welcome to the fight, recruit. Let's put on a show. Attention, fleet. This is Fleet Commander Teil. By authority of the Senate, I'm assuming tactical command of the Drifter Strike Force. Listen up, Capsuleers. Here's the situation. The Drifter fleet is counterattacking from positions around the edge of this zone. If you miss the enormous ring of spikes and inhuman technology, let me be the first to introduce you to the Drifter Hive. It's pouring out the Drifter Seekers like they're going out of style. Well, this is one fashion I want stamped out, but we can only do it if we break through their defense forces. Recruit, what are you waiting for?
You know the drill. Approach, lock, orbit, destroy. I need you to start handling those seekers. Ja, schon dabei. Now it's time to engage your weapons, Captain. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Drifter, denen man sonst begegnet, dermaßen einfach zu zerstören sind. Aber beklagen will ich mich natürlich auch nicht. So the plan is this. We will take out their fleet to clear a path to the hive. Galente Schiff, rot. Approach and orbit the capital ship, then select lock target as soon as you get close to it. Okay, warum? Habe ich jetzt vielleicht zu schnell irgendwas weggeklickt? Also es ist ja eins von unseren Schiffen und es ist rot. Aber unsere Leute schießen drauf. Also macht es wohl Sinn, damit zu machen. Die Frau Professor hat ja irgendwie gesagt, dass die Drifter ein Schiff mit experimenteller Technologie gestohlen haben. Möglicherweise ist es das. Wie gesagt, ich habe noch nie Galente gespielt. Von daher kenne ich deren Schiffe auch nicht besonders gut, aber das Ding kommt mir völlig unbekannt vor. Vielleicht ist das generell ein neuer Prototyp, der extra hier für die Mission gemacht wurde. Ah, hier steht es ja auch. Slow down the captain ship. Okay, aufhalten und zerstören. Bis auf 10 Kilometer muss ich ran. Geben wir doch mal den Orbit-Befehl auf 5. Und dann gehen wir mal los. Reinforcements are on their way, Captain. Keep your web on it and keep firing. We need to destroy that ship. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin sowas von dabei. Normalerweise würde man einen halben Tag schießen, bis man mit einer Fregatte so ein riesen Ding kaputt gemacht hat. Aber wir kriegen ja ordentlich Hilfe. Jetzt schießen auch schon wieder welche auf mich. Kann man nicht mal in Frieden irgendwas zerstören. Jetzt ziehen wir den Orbit mal ein bisschen enger. Teilen wir unsere Waffen vorher mal auf. Keiner von denen macht noch allzu lang. Bei dem großen Schiff sieht man auch richtig schön die neuen Schadensmodelle. Jetzt wo es hier schon durch die Panzerung schlägt und langsam in den Rumpf geht, müsste sich das noch verstärken. Ja. Er ist gleich Zapfenstreich.
work, Fleet. Recruit, return to the main formation and begin burning down that hive. We must stop the flow of these Seekers. Fleet, we've breached their defensive lines and scattered the enemy units. Scanning the hive now. All captains, once we have this data, we'll concentrate fire on its core. All forces, find a clear shot on the hive. Das war jetzt mal ein ordentlicher Wurf. Locate the hive on your overview and approach it. It's time to rejoin the fleet. Don't forget to use your afterburner and stop your ship when you reach the hive. Ah, das habe ich doch glatt nicht gesehen. You should now lock targets and destroy the Circadian Seekers near the hive. Ich kann nur hoffen, dass die da hinter mir dann bald außer Schussweite sind. Ich soll mich ja um die davor kümmern. Das macht sich irgendwie blöd, wenn man von hinten ständig abgeschossen wird. Das ist ja ein Riesending hier. Die bei CCP sind wahrscheinlich alle Star Wars Fans. Das sieht aus wie ein riesiger Sog. Oder ein schwarzes Loch oder sowas wäre. Da muss ich auf jeden Fall mal einen Screenshot von machen. Vielleicht solange das alles noch heil ist. Mal rauszoomen und nachher ordentliches Standbild von machen. Ja, alle ziemlich squishy, die machen es nicht lang. Ja, ein paar dickere. Now it's time to lock your targets on the hive and fire your primary weapons. Gut. Diesen kleinen Waffen auf das Riesending schießen, weiß ich zwar nicht, was das bringt. Aber wir machen mal mit. Schießt hier vielleicht mal mit. Wo wollen die hin? Habt ihr euren Job schon erledigt oder was? Also ich sehe noch alles heilig hier. Ich soll das doch jetzt wohl nicht etwa alleine machen. Ja, mit 3 zivilen Gatling Railguns und so ein halb Todesstern großes Objekt zerlegen. Aber klappt ganz gut. Das ist jetzt vielleicht ein kleines bisschen unrealistisch, aber soll ja die gute Stimmung hier nicht trüben. I've just finished a primary system survey of the Drifter Hive database. The place is like a slaughterhouse combined with a machine shop. Bodies go in, machines come out. They produce thousands of Seekers and we're building up the capacity to make millions. Now I know the Drifter emergency isn't over, but I want you to know that your actions have saved countless lives. When this battle is over and the next begins, I'd consider it an honor to have you in my fleet.
Now, when the hive core is finally breached, the explosion will be massive. I'm pulling back the fleet to a safe zone. I'm leaving you with the task of striking the death blow. This is a path to immortality, and you've earned it, recruit. The sacrifice of your body for the liberty of your friends will be remembered. On behalf of the Federation, as of now, I, Fleet Commander Cole Terrell, promote you to the grade of Naval Capsuleer of the Galente Federation, and grant you full Capsuleer privileges under the Uli Convention. You've earned your immortality and independence, Capsuleer. It has been a privilege to work with an operative like you. We would not have accomplished what we did today if it wasn't for you. Welcome to immortality, Capsuleer. So, jetzt darf ich mich also opfern. Und dann erleben wir auch gleich mal, was passiert, wenn man vernichtet wird. Und in einem seiner Klone aufwacht. Ich soll den Todesstoß führen, damit der Rest der Flotte sich absetzen kann. Denn zumindest nach dem Lore sind die meisten ganz gewöhnliche Besatzungsmitglieder und alles andere als unsterblich. Deswegen kann man das durchaus verschmerzen. Schauen wir mal, dass wir vielleicht die Explosion noch richtig mitkriegen. Ja, jetzt ist die Kapsel raus. Das Insurance Kill Report. Also wir sind tot. So viel ist schon mal klar. Das gewusst, hätten wir das Schiff in der Station noch versichern können. Oh ja. Congratulations, Captain. You have become an independent capsuleer. This means you will now earn your own way in the world of New Eden. Your mentor would not leave you empty-handed, though. There is a new mining ship in your redeemable items, with the necessary modules to use it successfully for mining operations. There is also a blueprint, so you can rebuild the ship you so nobly sacrificed in battle. Before I fully activate the ship to your command, I would like to leave you with one final suggestion. Go visit the career agents. As you progressed so quickly through your training, you may still want to fine-tune your skills. The career agents are also a great way to earn more rewards. It has been a pleasure to guide you through this challenging process, Captain. Fly safe, Capsuleer. Click on the highlighted Eve Help icon in the Neocom and select Show Career Agents. Take a look at the different career agents. Each career agent specializes in a certain field. When you've the next Stargate in your route will always have a yellow icon like the one below. Okay, das scheint jetzt das Ende zu sein. Und das Ganze bringt uns jetzt dann zu den Career Agents, über die ich ja schon die letzten Folgen gemacht habe. Ja, so wird es natürlich nicht. Gut. Der Teil ist jetzt ein bisschen mehr Technik. Ich werde jetzt meine Skill Queue füllen. Ich werde mir anschauen, das heißt, das machen wir noch eben zusammen, was hier drin ist. Mining Laser, Mining Upgrade, eine Adventure Bergbaufregatte, ein Salvager und einen Incursus Blueprint, also das Schiff, was wir gerade verloren haben. Okay.
Dann schauen wir mal zu, dass wir das Ganze irgendwie eingepackt kriegen, zu den Career Agents fliegen. Das sind ja nur 3 Sprünge. Und von da aus geht es dann vermutlich genauso weiter wie in den bereits vorgestellten Teilen. Ich werde nochmal checken, ob sie die Career Agent Mission überarbeitet haben, aber ich werde das sicherlich jetzt nicht alles zeigen. Ich habe die letzten Tage ziemlich viele Videos gemacht und werde jetzt vielleicht auch mal 2-3 Tage ins Land gehen lassen, bis dann das nächste kommt. Ich muss mir jetzt mal überlegen, was ich eigentlich als nächstes zeigen will und zeigen kann. Auf jeden Fall möchte ich noch ein bisschen beleuchten, in welche Bereiche sich zumindest ein Alpha-Klon halbwegs vielversprechend weiterentwickeln kann. Und das muss ich mir jetzt, wie gesagt, erstmal überlegen, schon mal ein bisschen skillen, gucken, in welche Richtung es geht, vielleicht auch die Career Agent Mission machen, ohne dass ihr das jetzt alles nochmal mit anschauen müsst. Und ja, wenn es irgendjemanden gibt, der Anregungen, Fragen, Wünsche hat, kann er die auch einfach unter die Videobeschreibung posten, mir sagen, was er als nächstes sehen will, und je nachdem, wie viele Leute das tun oder was sie dann sehen wollen, werde ich das natürlich auch gerne aufgreifen und zeigen. Okay, aber für heute soll es dann auch genug sein. Die Aufnahmen haben lange noch gedauert, das Kompilieren und Hochladen wird noch länger dauern. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt nach dem Abschluss der neuen Player Experience von euch, die ich übrigens sehr gelungen finde. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen genauso viel Spaß gemacht wie mir das Spielen. Ich finde, CCP hat sich da wirklich was Würdiges einfallen lassen und ich hoffe sehr, dass das jetzt keine Eintagsfliege ist, sondern dass diese Ankündigung wahrgemacht wird, dass da vielleicht noch mehr dieser Art kommt. Gut, also, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer Casuality.